Willkommen und schön, dass du hier bist. Das ist ein Kanal, der dir hilft, Deutsch zu lernen, indem du einfach zuhörst, nachdenkst und mitfühlst. Wenn dir dieses Video gefällt, gib gerne ein Like und abonniere den Kanal. Wenn nicht, kannst du natürlich auch einen Kommentar hinterlassen oder einen Daumen nach unten geben. Aber bleib dabei, denn hier findest du vieles, was dir hilft, Deutsch wirklich zu spüren, nicht nur zu verstehen. Heute möchte ich über etwas sprechen, das viele kennen, die in Deutschland leben oder hier Freunde finden wollen. Es geht um Freundschaft, genauer gesagt darum, wie sie sich in Deutschland wirklich entwickelt. Denn oft beginnt alles mit einem kleinen Missverständnis. Man denkt, die Menschen hier seien distanziert, kühl, vielleicht sogar desinteressiert. Aber mit der Zeit merkt man, es ist nicht Kälte, sondern eine andere Art, Nähe zu zeigen. Wenn man neu in einem Umfeld ist, achtet man besonders auf die Menschen, auf ihre Blicke, ihre Gesten, ihre Art zu grüßen. Und manchmal scheint es, als wäre da eine unsichtbare Wand. Die Leute sind freundlich, aber zurückhaltend. Sie sagen Hallo, aber gehen schnell weiter. Sie lächeln, aber selten aus Gewohnheit. Kein Smalltalk an der Bushaltestelle, kein spontanes Gespräch mit Fremden. Am Anfang kann das befremdlich wirken. Man fragt sich, warum ist das so still? Warum wirkt alles so kontrolliert? Ich erinnere mich an die ersten Begegnungen im Alltag. Im Supermarkt, im Fitnessstudio, auf der Straße. Es gibt hier eine Form von Höflichkeit, die ruhig ist, fast unsichtbar. Niemand drängt sich auf. Niemand spricht ohne Grund. Und wenn jemand etwas sagt, dann hat es Gewicht. Diese Ruhe kann im ersten Moment leer wirken, aber sie ist nicht leer. Sie ist Raum. Raum für Abstand, Raum für Respekt. Freundlichkeit hier ist oft leise. Kein großes Lächeln, kein übertriebenes Interesse, nur kleine Gesten. Ein Nicken, ein kurzes Guten Tag, eine Tür, die für dich offen gehalten wird. Und erst mit der Zeit versteht man, dass darin Wärme steckt, nur anders verpackt. Ich glaube, vieles hat mit Vertrauen zu tun. In manchen Ländern entsteht Vertrauen schnell, fast spielerisch. Man redet, lacht, teilt persönliche Dinge. Hier ist Vertrauen wie ein Haus, das Stein für Stein gebaut wird. Nicht, weil Menschen misstrauisch sind, sondern weil sie Verlässlichkeit schätzen. Sie wollen sicher sein, dass das, was sie geben, bleibt. Man spürt das besonders in den ersten Wochen oder Monaten. Du begegnest netten Menschen, Kollegen, Nachbarn, Kurskameraden und alles läuft freundlich, aber auf Abstand. Man redet über das Wetter, über Arbeit, über praktische Dinge, aber es bleibt in dieser Zone des angenehmen Gesprächs. Es fühlt sich höflich an, korrekt, aber noch nicht wirklich nah. Ich glaube, das liegt daran, dass Freundschaft hier etwas Tieferes bedeutet. Kein flüchtiger Kontakt, kein tägliches Schreiben, sondern eine Art stilles Versprechen. Wenn du einmal in diesen Kreis kommst, dann bleibst du dort. Aber bis dahin muss Zeit vergehen. Man lernt sich nicht in Tagen kennen, sondern in Schichten. Erst durch Taten, nicht durch Worte. Oft denkt man, dass Freundschaft mit einem netten Gespräch beginnt. Hier beginnt sie eher mit gemeinsamen Momenten. Wenn man sich öfter sieht, etwas zusammen macht, hilft, zuhört, ganz ohne große Worte. Manchmal sind es kleine Dinge, eine Einladung zum Kaffee, ein kurzer Anruf, ein ehrlicher Rat. Sie kommen selten plötzlich, aber wenn sie kommen, sind sie echt. Es ist interessant, wie unterschiedlich Menschen Nähe verstehen. Manche zeigen sie sofort, andere langsam. Und in Deutschland zeigt sie sich durch Konstanz. Wenn jemand bleibt, wenn jemand nachfragt, obwohl er es nicht müsste, wenn jemand dir hilft, ohne viel zu reden. Das ist Freundschaft. Kein großes Drama, kein Überschwang, sondern stille Verlässlichkeit. Am Anfang aber kann diese Stille wehtun. Man sehnt sich nach schneller Verbindung, nach dem Gefühl, verstanden zu werden. Doch hier braucht alles seinen Rhythmus. Die Menschen öffnen sich, wenn sie dich sehen, wenn sie dich erleben, wenn sie wissen, dass du echt bist. Worte allein reichen nicht. Man muss durch Zeit gehen, gemeinsam. Ich erinnere mich an eine Begegnung auf der Arbeit. Eine Kollegin, immer freundlich, aber distanziert. Wochenlang blieben unsere Gespräche oberflächlich. Eines Tages erzählte sie plötzlich etwas Persönliches, fast beiläufig, aber ehrlich. Da merkte ich, dass sie mich inzwischen vertraut genug kannte, um ein Stück ihrer Welt zu zeigen. Kein großes Geständnis, nur ein kleiner Einblick. Und doch war das der Moment, in dem sich etwas veränderte. Vielleicht ist das die wichtigste Erkenntnis. Nähe hier ist still. Sie wächst nicht durch Worte, sondern durch gemeinsame Zeit. Durch Zuverlässigkeit, durch Taten. In anderen Kulturen zeigen Menschen Zuneigung laut, mit Gesten, mit Emotion.
Hier ist sie leise, aber dafür tief. Ich glaube, viele, die zum ersten Mal in Deutschland sind, interpretieren diese Zurückhaltung falsch. Sie denken, dass niemand sich für sie interessiert. Aber oft stimmt das nicht. Es ist nur so, dass Interesse hier anders aussieht. Es ist praktischer, weniger emotional. Man fragt nicht ständig, wie geht es dir? Man zeigt es, indem man hilft, zuhört, da ist. Wenn man das versteht, ändert sich etwas. Plötzlich sieht man Wärme dort, wo man vorher Distanz sah. Man merkt, dass ein einfaches Bis bald ehrlich gemeint ist. Dass ein knappes Mach's gut keine Kälte bedeutet, sondern echte Wünsche. Man lernt, die leisen Zeichen zu lesen. Wie jemand für dich etwas mitbringt, ohne viel zu sagen. Wie jemand dir Zeit schenkt, obwohl er viel zu tun hat. Wie jemand ehrlich sagt, wenn er keine Lust hat, statt sich zu entschuldigen. All das sind Formen von Respekt. Und vielleicht ist Respekt hier die Basis jeder Freundschaft. Es ist kein leichtes Thema, weil es viel mit Geduld zu tun hat. Freundschaft in Deutschland entsteht selten aus Zufall. Sie braucht Zeit, Verlässlichkeit und ein Gefühl von Sicherheit. Aber wenn sie da ist, bleibt sie. Sie ist nicht laut, aber stark. Und vielleicht liegt genau darin etwas Schönes. Diese Ruhe, diese Beständigkeit, dieses Gefühl, dass man nicht um Aufmerksamkeit kämpfen muss. Wenn jemand dich in sein Leben lässt, dann ehrlich, nicht aus Höflichkeit. Und genau das spürt man, wenn man sich darauf einlässt, dass Kälte oft nur eine andere Form von Ruhe ist und dass hinter der Ruhe manchmal das wärmste Herz steckt. Manchmal beginnt alles ganz unauffällig. Du siehst jemanden regelmäßig, im Kurs, im Büro, im Treppenhaus. Ihr grüßt euch, vielleicht wechselt ihr ein paar Worte über das Wetter oder den Alltag. Es ist noch keine Freundschaft, vielleicht nicht einmal eine richtige Bekanntschaft. Aber da ist etwas, eine kleine Routine, die sich langsam aufbaut. In Deutschland wachsen Beziehungen oft aus solchen Gewohnheiten. Nicht aus großen Gesten oder schnellen Einladungen, sondern aus Wiederholungen. Man trifft sich immer wieder, ganz ohne Plan. Und jedes Mal wird der Kontakt ein bisschen vertrauter. Kein Sprung, sondern ein langsamer Übergang. Am Anfang bleibt vieles auf der Oberfläche. Menschen reden gern über neutrale Themen, Arbeit, Hobbys, Reisen, manchmal über Politik, aber selten über Gefühle. Das liegt nicht an Desinteresse, sondern an Respekt. Es gibt hier ein klares Verständnis von Privatsphäre. Persönliche Dinge gehören nicht sofort auf den Tisch. Man öffnet sie nur, wenn man sicher ist, dass der andere sie behutsam behandelt. Deshalb lädt man in Deutschland selten jemanden sofort nach Hause ein. Nicht, weil man unfreundlich ist, sondern weil das Zuhause als sehr persönlicher Raum gilt. Es ist wie ein kleiner Schutzkreis. Wenn jemand dich in seine Wohnung einlädt, dann ist das ein Zeichen. Es bedeutet, ich vertraue dir. Ich lasse dich in meine Welt. Diese langsame Entwicklung kann für viele verwirrend sein. Manchmal denkt man, dass ein nettes Gespräch schon der Beginn einer Freundschaft ist und wundert sich, wenn danach nichts weiter passiert. Aber hier braucht es mehr Zeit. Die Verbindung entsteht nicht durch Worte, sondern durch Beständigkeit. Zum Beispiel am Arbeitsplatz. Du redest regelmäßig mit deinen Kollegen. Vielleicht lacht ihr zusammen in der Pause, aber das bedeutet noch nicht, dass ihr Freunde seid. Freundschaft kommt erst, wenn man sich auch außerhalb dieser Umgebung sieht. Vielleicht bei einem Bier nach Feierabend, bei einer Wanderung, beim gemeinsamen Kochen. Erst dann wird das Verhältnis persönlicher. Auch Nachbarn sind oft freundlich, aber vorsichtig. Man grüßt sich, hilft sich vielleicht mit kleinen Dingen, ein Paket annehmen, ein Werkzeug leihen, doch das bleibt lange auf einer sachlichen Ebene. Und trotzdem kann genau daraus irgendwann etwas Echtes entstehen. Wenn man sich oft sieht, miteinander redet, einander vertraut. Ich glaube, das Entscheidende ist, dass man diesen Rhythmus akzeptiert. Freundschaft hier entsteht nicht aus Drängen, sondern aus Geduld. Wenn man zu schnell zu viel will, wirkt das manchmal überfordernd. Aber wenn man Schritt für Schritt geht, ohne Druck, dann merkt man, dass Menschen beginnen, dich zu öffnen. Langsam, aber ehrlich. Ich erinnere mich an eine Situation im Fitnessstudio. Da war jemand, den ich regelmäßig sah. Immer ein kurzes Hallo, ein paar Worte über das Training, sonst nichts. Nach Monaten kam eines Tages ein echter Satz, etwas Persönliches. Kein großes Thema, aber genug, um zu spüren, jetzt ist da Vertrauen. Es war so unspektakulär, dass man es fast übersehen konnte, und doch war es der Anfang einer echten Verbindung. In Deutschland zeigt sich Nähe oft nicht in Worten, sondern in Wiederholung. Wenn jemand dich regelmäßig sieht, dich grüßt, dir Zeit schenkt,
Dann entsteht Vertrauen von selbst. Man muss nicht ständig erklären, dass man sich mag. Man zeigt es, indem man bleibt. Ich finde, das hat etwas Schönes. Es ist wie ein langsamer Aufbau von Musik. Zuerst einzelne Töne, dann ein Rhythmus und irgendwann entsteht daraus etwas Ganzes. Eine Freundschaft, die nicht laut begonnen hat, aber lange hält. Natürlich gibt es Momente, in denen man sich fragt, ob der andere überhaupt Interesse hat. Man wünscht sich vielleicht mehr Offenheit, mehr spontane Nähe. Aber genau da liegt der Unterschied. Hier ist Nähe etwas, das wachsen darf, nicht etwas, das man sofort erwartet. Und vielleicht ist das gar nicht so schlecht. Denn wenn etwas langsam entsteht, bekommt es Tiefe. Man muss sich nicht beweisen, man muss nur da sein. Menschen spüren, wenn du ehrlich bist, wenn du dich für sie interessierst, ohne etwas zu wollen. Und dann öffnet sich etwas, das man nicht erzwingen kann. Vertrauen. Freundschaft hier ist wie eine Pflanze, die du nicht so oft gießen darfst. Sie braucht Licht, Zeit und Ruhe. Wenn du Geduld hast, wirst du überrascht sein, wie stark sie wird. Manche Beziehungen, die still begonnen haben, bleiben ein Leben lang. Nicht, weil sie laut waren, sondern weil sie echt waren. Und ich glaube, genau das ist der Schlüssel. Nicht zu viel erwarten, aber aufmerksam bleiben. Manchmal wächst eine Verbindung in Momenten, in denen du es gar nicht bemerkst. In einem kurzen Gespräch im Flur, in einem ehrlichen Lächeln, in einer kleinen Hilfe. Und wenn du eines Tages zurückschaust, merkst du, dass aus diesen kleinen Momenten eine echte Freundschaft geworden ist. Es gibt einen Moment, den man kaum bemerkt, wenn er passiert. Er ist still, fast unsichtbar, aber er verändert alles. Aus Bekanntschaft wird Vertrauen, aus regelmäßigem Kontakt wird Nähe. Und plötzlich spürt man, jetzt ist da etwas Echtes. Man merkt es nicht an großen Worten, eher an kleinen Gesten. Jemand ruft an, einfach so, ohne Grund. Jemand bringt dir etwas mit, weil er an dich gedacht hat. Oder hilft dir, ohne dass du es erbeten hast. Solche Momente sind in Deutschland oft der Beginn von echter Freundschaft. Keine Ankündigung, kein großes Bekenntnis, nur Handlungen, die zeigen, ich bin da. Vertrauen hier ist etwas, das sich aufbaut wie ein solides Fundament. Es ist nicht laut, nicht emotional, aber spürbar. Es bedeutet, dass man sich aufeinander verlassen kann, auch ohne viel zu reden. Wenn jemand dir etwas verspricht, hält er es. Wenn jemand sagt, er hilft dir, dann kommt er wirklich. Und genau das schafft Sicherheit. Ich erinnere mich an meinen ersten Umzug. Es war ein Samstag, kalt und regnerisch, und ich erwartete eigentlich, alles allein machen zu müssen. Doch früh am Morgen standen plötzlich 2 Leute vor meiner Tür, Kollegen, die ich kaum kannte. Ohne viele Worte packten sie an. Einer trug Kisten, der andere baute Möbel zusammen. Niemand machte ein großes Ding daraus. Aber in diesem Moment verstand ich, was Vertrauen hier bedeutet. Es ist still, aber verlässlich. Deutsche Freundschaften sind oft ruhig, aber sie haben Tiefe. Sie brauchen keine ständige Bestätigung. Man weiß einfach, dass der andere da ist. Nicht jeden Tag, nicht in jeder Nachricht, aber im entscheidenden Moment. Und das ist vielleicht der schönste Teil. Dieses Gefühl, dass man nicht erklären muss, warum man sich mag. Es ist selbstverständlich unausgesprochen. Nähe zeigt sich hier durch Taten, nicht durch viele Worte. Wenn jemand dir hilft, wenn du krank bist, wenn er deine Katze füttert, während du im Urlaub bist, wenn er ehrlich sagt, was er denkt, auch wenn es unbequem ist. Diese Ehrlichkeit ist kein Zeichen von Kälte, sondern von Respekt. Es bedeutet, ich nehme dich ernst, ich traue dir die Wahrheit zu. Und dann gibt es diese ruhigen Abende, an denen man einfach zusammensitzt. Vielleicht trinkt man ein Bier, kocht gemeinsam, schaut einen Film. Niemand redet über große Gefühle, niemand nennt das beste Freunde. Aber man spürt, dass man angekommen ist. Es gibt keine Unsicherheit mehr, keine Distanz, nur das Gefühl, sich zu verstehen, auch ohne viele Worte. Ich glaube, genau das ist die Art von Nähe, die in Deutschland zählt. Sie ist nicht laut, sie muss sich nicht zeigen, sie ist einfach da. Wie ein ruhiger Atem im Hintergrund. Manche würden sagen, sie sei unspektakulär, aber vielleicht ist sie gerade deswegen so stark. Ein Freund hier ist jemand, der dich nicht nur mag, wenn alles gut läuft, sondern der bleibt, wenn du dich zurückziehst. Der dich nicht drängt, aber da ist, wenn du bereit bist zu reden. Der dich nicht überhäuft mit Fragen, aber genau dann auftaucht, wenn du ihn brauchst. Diese Art von Loyalität entsteht nicht schnell, aber wenn sie einmal da ist, verschwindet sie kaum. Was viele überrascht, ist, dass Deutsche nicht oft über Gefühle sprechen. Sie sagen selten, ich mag dich oder du bist mir wichtig. Aber sie zeigen es.
konstant, leise, ehrlich. Es ist wie eine Sprache ohne Worte, die man erst mit der Zeit versteht. Ich erinnere mich an eine Freundin, die ich lange kannte, aber nie wirklich privat erlebt hatte. Eines Tages nach Jahren erzählte sie mir etwas sehr Persönliches. Nicht dramatisch, nicht emotional, einfach ruhig. Aber ich wusste, das war Vertrauen. Es war nicht leicht für sie, das zu sagen. Und gerade deshalb fühlte es sich so echt an. Vertrauen hier bedeutet nicht, dass man alles teilt. Es bedeutet, dass man das, was man teilt, ernst meint. Dass jedes Wort Gewicht hat. Dass man nicht nur zuhört, sondern versteht. Diese Form von Nähe wächst langsam, aber sie ist tief verwurzelt. Und vielleicht ist genau das das Besondere an deutscher Freundschaft. Sie ist nicht ständig präsent, aber sie bleibt. Sie braucht keine täglichen Nachrichten, keine ständige Bestätigung. Man weiß einfach, wenn etwas passiert, wenn du jemanden brauchst, sie sind da. Ich finde, das hat etwas Beruhigendes. Es nimmt Druck heraus. Man muss sich nicht beweisen. Man darf einfach sein, so wie man ist. Und wenn man das zulässt, merkt man, wie schön es ist, Freundschaften zu haben, die ruhig atmen. Diese Ruhe ist kein Zeichen von Gleichgültigkeit, sondern von Vertrauen. Ein Vertrauen, das sagt, ich muss dich nicht jeden Tag sehen, um dich zu mögen. Ich weiß, dass du da bist. Und das reicht. Vielleicht ist das der Moment, in dem man wirklich ankommt. Wenn man merkt, dass Nähe nicht von der Häufigkeit der Worte abhängt, sondern von der Verlässlichkeit der Menschen. Dass Loyalität still sein darf und dass echte Freundschaft nicht laut ruft, sondern einfach bleibt. Manchmal entstehen Missverständnisse nicht, weil Menschen so unterschiedlich sind, sondern weil sie Dinge unterschiedlich zeigen. Gerade in Deutschland merkt man das schnell. Was für den einen höflich klingt, wirkt für den anderen distanziert. Was für den einen direkt und ehrlich ist, kann für den anderen plötzlich hart klingen. Und doch steckt hinter dieser Art oft keine Kälte, sondern Klarheit. Viele, die hierher kommen, sind überrascht, wie direkt Deutsche sprechen. Kein langes Drumherum, keine leeren Komplimente. Wenn jemand sagt, dass etwas nicht gut war, dann meint er genau das. Es ist kein Angriff, es ist einfach eine Information. Und wenn jemand sagt, er hat keine Zeit, dann heißt das nicht, dass er dich nicht mag. Es heißt nur, er hat gerade keine Zeit. Ich erinnere mich an eine Situation auf der Arbeit. Ich hatte ein Projekt vorgestellt und eine Kollegin sagte danach ruhig, das war gut, aber dein Text ist zu lang. Kein Lächeln, keine Umwege. Nur das. Zuerst war ich irritiert. In vielen Kulturen würde man das netter verpacken, vielleicht mit einem Kompliment davor. Aber hier lernte ich, dass Ehrlichkeit eine Form von Respekt ist. Sie traut dir zu, Kritik auszuhalten. Ein anderes Thema ist das Planen. Spontane Treffen sind hier selten. Wenn du jemanden fragst, ob er morgen Zeit hat, bekommst du oft ein ehrliches Nein. Nicht, weil man dich vermeiden will, sondern weil der Kalender voll ist. Viele planen ihre Freizeit im Voraus. Und das kann sich unflexibel anfühlen, besonders wenn man es gewohnt ist, spontan etwas zu unternehmen. Aber es bedeutet auch, dass Zeit hier Wert hat. Wenn jemand sie dir gibt, dann bewusst. Ich habe gelernt, Einladungen anders zu lesen. In manchen Ländern kann ein beiläufiges „Wir müssen mal Kaffee trinken" schon heißen, komm einfach vorbei. Hier ist das eher ein freundliches Signal. Eine echte Einladung kommt konkret, mit Tag, Uhrzeit und Ort. Und wenn sie kommt, dann ist sie ehrlich gemeint. Auch das Thema Pünktlichkeit ist interessant. In Deutschland ist es keine kleine Sache. Wenn man sich um 7 trifft, bedeutet das 7, nicht Viertel nach. Es ist eine Form von Respekt, die tief verankert ist. Zeit ist etwas, das man teilt. Und wer sie ernst nimmt, zeigt, dass ihm die andere Person wichtig ist. Manchmal entsteht aber gerade daraus ein Gefühl von Distanz. Wenn man jemanden spontan anruft und der Anruf nicht angenommen wird, denkt man vielleicht, er hat keine Lust, mit mir zu reden. Doch oft stimmt das gar nicht. Viele Menschen hier mögen keine Überraschungen im Alltag. Sie möchten vorher wissen, worum es geht und sich darauf einstellen. Und wenn sie später zurückrufen, ist das kein Desinteresse, sondern Rücksicht. Auch Schweigen kann irritieren. In Gesprächen gibt es hier mehr Pausen. Niemand hat das Bedürfnis, jede Sekunde mit Worten zu füllen. Diese Ruhe kann anfangs unangenehm sein. Man fragt sich, habe ich etwas Falsches gesagt? Ist es peinlich? Aber mit der Zeit merkt man, dass diese Pausen kein Zeichen von Unbehagen sind. Es ist einfach Raum. Raum zum Nachdenken. Raum, um Worte wirken zu lassen. Ich erinnere mich an ein Abendessen bei Bekannten. Nach dem Essen saßen wir still da, tranken Tee und niemand sprach.
Erst dachte ich, es wäre ein merkwürdiger Moment. Aber dann merkte ich, niemand fühlte sich unwohl. Es war einfach eine stille Zufriedenheit. Ein gemeinsames Schweigen, das angenehm war. Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. In Deutschland bedeutet Stille oft, dass alles gut ist. Man muss nicht ständig reden, um Nähe zu zeigen. Man darf einfach zusammen sein. Und das ist manchmal viel schöner als laute Gespräche, die nichts sagen. Wenn man diese Dinge versteht, fühlt man sich plötzlich weniger ausgeschlossen. Man lernt, auf andere Zeichen zu achten, auf Gesten, Handlungen, kleine Details. Dass jemand dir hilft, obwohl er es nicht muss. Dass er dir schreibt, wenn du krank bist. Dass er dich einlädt, ohne viele Worte. Diese Zeichen sind vielleicht leiser, aber sie sind echt. In schwierigen Situationen zeigt sich das besonders deutlich. Wenn etwas passiert, ein Unfall, ein Verlust, eine Krise, dann kommen Freunde hier nicht unbedingt mit großen Umarmungen oder langen Reden. Sie bringen Suppe vorbei, sie fragen, ob sie etwas erledigen können, sie nehmen dir Aufgaben ab. Das ist ihre Art, Mitgefühl zu zeigen. Praktisch, ruhig, aber ehrlich. Ich habe gelernt, genau hinzusehen. Wenn jemand dir etwas sagt, sagt er meist genau das, was er meint. Und wenn jemand nichts sagt, heißt das oft nicht, dass er dich ignoriert, sondern dass er dir Raum lässt. Diese Art des Respekts ist still, aber fein. Es gibt Momente, in denen man sich trotzdem fremd fühlt. Man vermisst das spontane Miteinander, das laute Lachen, die schnellen Einladungen. Aber dann gibt es wieder diese kleinen Augenblicke, wenn jemand dich zu einem Spaziergang einlädt, wenn jemand dir zuhört, ohne zu urteilen, und du spürst, hier ist Verbindung, nur anders. Ich glaube, der Schlüssel liegt darin, das Verhalten nicht zu bewerten, sondern zu verstehen. Direktheit ist keine Härte. Planung ist kein Desinteresse. Schweigen ist kein Desinteresse. Es sind einfach andere Formen, Rücksicht und Respekt zu zeigen. Wenn man das erkennt, fällt vieles leichter. Du fängst an, dich wohler zu fühlen. Du nimmst Dinge nicht mehr persönlich. Du liest zwischen den Zeilen, oder besser gesagt, zwischen den Handlungen. Denn Freundschaft hier spricht weniger durch Worte als durch das, was bleibt. Und vielleicht ist genau das das Schöne an dieser Kultur. Wenn jemand dir sagt, was er denkt, dann kannst du ihm glauben. Wenn er dir seine Zeit gibt, dann meint er es ernst. Und wenn er dir in schwierigen Momenten hilft, dann nicht, weil es erwartet wird, sondern weil es echt ist. Am Ende merkt man, es sind nicht die Unterschiede, die trennen, sondern die Erwartungen. Wenn man lernt, sie loszulassen, kann man wirklich sehen, wie viel Nähe in dieser scheinbaren Distanz steckt. Eine Nähe, die still ist, aber tief. Eine, die nicht in Worten lebt, sondern in Taten. Eine Freundschaft, die bleibt, fühlt sich anders an. Sie hat nichts mit ständiger Nähe zu tun, nicht mit täglichen Nachrichten oder gemeinsamen Fotos. Sie ist ruhig, beständig, unaufgeregt, und doch trägt sie etwas in sich, das man mit der Zeit zu schätzen lernt. Verlässlichkeit. Ich glaube, eine reife Freundschaft erkennt man daran, dass sie keinen Beweis mehr braucht. Man weiß einfach, dass sie da ist, auch wenn Wochen vergehen, ohne dass man voneinander hört. Wenn man sich wieder trifft, ist nichts verloren. Kein komisches Gefühl, kein Nachholen nötig. Das Gespräch fließt einfach weiter, als hätte es nie eine Pause gegeben. Viele Deutsche pflegen genau solche Freundschaften. Sie sind selten laut, aber tief. Und sie entstehen nicht aus ständigen Unternehmungen, sondern aus Vertrauen, das über Jahre wächst. Es ist dieses leise Wissen. Wenn ich etwas brauche, kann ich anrufen. Und wenn der andere etwas braucht, bin ich da. Ich erinnere mich an einen Freund, den ich Monate nicht gesehen hatte. Kein Kontakt, kein Streit, einfach Alltag. Eines Tages rief er an und fragte, ob ich helfen könne, etwas zu reparieren. Wir trafen uns, redeten kurz, arbeiteten gemeinsam und alles fühlte sich vertraut an. Kein Warum hast du dich nicht gemeldet, kein Drama. Nur Nähe, die selbstverständlich war. Solche Freundschaften geben Ruhe. Sie sind nicht abhängig von ständiger Aufmerksamkeit. Sie fordern nichts. Sie sind wie ein sicherer Ort, der bleibt, egal was im Leben passiert. Und das Schöne ist, man spürt, dass sie echt sind, weil sie ohne Aufwand bestehen. In diesen Beziehungen geht es weniger um Worte als um Haltung. Man ist ehrlich, man ist pünktlich, man hält, was man verspricht. Manchmal wirkt das sachlich, aber dahinter steckt Achtung. Eine Achtung, die tiefer geht als große Emotionen. Wenn man etwas sagt, meint man es. Wenn man sich trifft, ist man wirklich da. Nicht mit halbem Kopf irgendwo anders. Was ich daran besonders mag, ist die Ruhe, die solche Freundschaften bringen. Sie haben keine Erwartungen, die man ständig erfüllen muss. Man darf man selbst sein,
Auch wenn man mal keine Energie hat zu reden oder sich zu treffen, die Verbindung bleibt. Und vielleicht ist genau das die wahre Form von Nähe. Akzeptiert zu werden, ohne immer verfügbar zu sein. Ich habe gelernt, dass Beständigkeit hier mehr zählt als Intensität. Es geht nicht darum, wie oft man sich sieht, sondern wie verlässlich man ist, wenn es darauf ankommt. Wenn jemand dir über Jahre treu bleibt, dann nicht aus Gewohnheit, sondern aus Entscheidung. Und das ist etwas, das man spürt. Oft frage ich mich, ob diese Ruhe nicht genau das ist, was Freundschaft stark macht. Dieses Wissen, dass man nicht ständig beweisen muss, dass man wichtig ist, dass man vertrauen darf, ohne ständig zu kontrollieren. Es ist wie ein stilles Gleichgewicht, das beiden Raum lässt. Raum für das eigene Leben und doch Verbindung. Ich erinnere mich an eine Szene bei einem älteren Ehepaar, das ich kannte. Sie waren seit Jahrzehnten befreundet mit einem anderen Paar. Sie sahen sich selten, aber jedes Mal, wenn sie sich trafen, war da sofort diese Wärme. Sie kannten einander ohne viele Worte. Wenn jemand krank wurde, stand plötzlich Essen vor der Tür. Kein großes Gerede, kein Pathos, einfach Hilfe. Es war so schlicht, wie dass es fast unsichtbar wirkte und gerade deshalb so tief. Von dieser Art Freundschaft kann man viel lernen. Über Geduld, über Vertrauen, über Ehrlichkeit. Man lernt, dass Nähe nicht laut sein muss, um echt zu sein. Dass Freundschaft nicht ständig Neues braucht, sondern Pflege, manchmal nur in Form eines kurzen Anrufs, einer Nachricht, eines ehrlichen „Wie geht's dir wirklich?“ Und man lernt auch, dass Freundschaft Zeit braucht. In Deutschland vielleicht ein bisschen mehr als anderswo. Aber wenn sie gewachsen ist, dann hält sie, weil sie auf Verlässlichkeit gebaut ist, nicht auf Stimmung. Ich glaube, das ist etwas, das man auch auf sich selbst übertragen kann. Diese Haltung, Dinge nicht zu erzwingen. Beziehungen nicht zu beschleunigen, sondern ihnen Raum zu geben. Denn alles, was echt ist, wächst nicht im Eiltempo. Es wächst leise, unauffällig und bleibt. Wenn ich heute an Freundschaft denke, sehe ich sie nicht mehr als etwas, das man ständig aktiv halten muss. Eher wie ein stilles Feuer, das nicht laut brennt, aber nie erlischt. Manchmal reicht ein kurzer Moment, um es wieder aufleben zu lassen. Ein Gespräch, ein gemeinsamer Abend, ein ehrliches Lächeln. Am Ende bleibt etwas Einfaches. Freundschaft ist kein Dauerrauschen, sondern eine ruhige Präsenz. Sie ist da, wenn man sie braucht, und bleibt, auch wenn man sie eine Zeit lang nicht sieht. Und vielleicht ist genau das das Schönste daran, dass man nicht um sie kämpfen muss. Man darf sie einfach haben. Danke, dass du bis hierher zugehört hast. Wenn dir diese Gedanken gefallen haben, lass gern ein Like da oder abonniere den Kanal und schreib mir, worüber du gern mehr hören möchtest. Vielleicht über Arbeit in Deutschland, über Beziehungen, über das Leben hier im Alltag. Bis bald und bleib offen für die stillen Freundschaften in deinem Leben. Sie sind oft die, die am längsten halten.